Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades to Azure. Wir sind immer noch in Crossbear City, sind beim letzten Mal ganz gut vorangekommen mit der Abarbeitung unserer Sidequests und haben jetzt gerade die letzte aus der Liste quasi an der Backe. Es soll darum gehen, einen verlorenen Regenschirm wieder zu finden. Das sind so die Prioritäten, die unsere SSS so hat und der wir nachgehen, aber um die kleine Momo wieder happy zu machen, scheuen wir natürlich keine Kosten und Mühen, um da unsere ganze Energie reinzustecken. Someone grabbed the wrong umbrella and took it with them by mistake. Also die haben einen Schirm gefunden, das war aber nicht ihrer, sondern der von Mai Ling. Und wir werden uns jetzt wahrscheinlich auf die Suche begeben müssen nach dem eigentlich gesuchten Exemplar. Yeah, I had the exact same thought. Fewer people come shopping on rainy days, so it's easy to remember who's been in the bakery today. But this Mai Ling doesn't ring any bells. Doch, ich weiß noch, wer das ist. Die ist in der East Street. Die gute Dame, das gute Mädel, die ist ja auch noch ein kleines Mädchen. That's why we called the SSS. I was hoping you guys could find Mai Ling and trade her umbrella for Momo's. Think you can help her out? Absolutely, we're on the case. We'll track that umbrella down before you know it. Awesome, I knew I could count on you, Lloyd. First, we need a clue about who this Mai Ling may be. Do you have any ideas, Lloyd? Is it possible that you guys have met her once before, maybe? If we at least knew what part of the city she was from, that would help narrow things down. Well, I definitely recognize the name, but the question is from where? I think Mai Ling lives... Ey, endlich weiß ich mal was. Das gucke ich jetzt einfach aus Prinzip nicht nach. Ich weiß sogar noch, wo die steht. Das ist doch die, die immer bei dem Roy steht, oder nicht? On East Street. She's the little girl we always see standing outside, right? If I remember correctly, she is also the granddaughter of Chairman Morris from the Business Owners Association. You're right. We've spoken to her several times, come to think of it. She has an older brother named Roy as well. I don't suppose they came shopping here together. Oh, actually, yeah, I do remember a pair of siblings swinging by a bit ago. So they were Chairman Moore's grandkids, huh? Guess I should have recognized them. Well, now that we've solved that mystery, you guys should take Mai Ling's umbrella with you. Here you are. Dankeschön, danke. Firma dankt. Just exchange that one for Momo's when you find her. Best of luck out there, Lloyd. You'll find it for me, right, mister? Of course, Momo. We'll be back with your umbrella in no time. Why don't we pay Chairman Morris a visit? He should know where Mai Ling is. Ich weiß auch, wo sie ist. Es sei denn, sie steht jetzt woanders. Right, his house is at the end of East Street. Let's head on over and see what we can find. Und das machen wir. Aber erstmal gucken wir, wie die Stimmung hier so ist. You guys look for the umbrella and I look after Momo. Das klingt nach guter Aufgabenteilung. That umbrella was really, really special to me. You'll help me find it, right, mister? Dass Leute in JRPGs aber auch ständig Dinge verlieren, die ihnen so, so wichtig sind. Vor allen Dingen Ringe. Oder irgendwelche Erbstücke oder sowas. Das sind ja oft auch Ringe. That's right, I also remember a pair of siblings coming in earlier. It was a brother and sister, and the girl was maybe, no, definitely Momo's age. That's right. Okay, die Katharina, die finde ich auch ein bisschen gruselig. Die hängt ja auch den ganzen Tag in der Bäckerei ab. Talk. So, Mai Ling is Chairman Moore's granddaughter. That would mean she lives over on East Street. Good luck finding her, guys. We're counting on you. Ich bin gespannt, ob wir sie dort antreffen, wo sie sonst auch immer ihr Dasein fristet. Hier könnte ich mir theoretisch jetzt was leisten, aber ich glaube, das wäre strategisch nicht klug, da jetzt die ganzen Mira reinzupumpen. If I don't hurry up with this stuff, we won't be ready by this afternoon. Sorry, I can't be of more help with that request. I appreciate you all putting yourselves out for this. Ja, immer. Je irrelevanter die Themen eigentlich sind, desto mehr spitzen wir unsere Ohren und sind am Start. Vor allen Dingen sind da auch 4 Personen jedes Mal inkludiert. Ich mache halt immer den Fehler, dass ich das mit unserem Real Life vergleiche. Das sollte man sicherlich an der Stelle nicht tun, aber es ist alles eine Welt, in der ich gerne leben würde. Versteht mich nicht falsch. Ich würde sehr gerne in einer Welt leben, wo wir die Kapazitäten hätten,
unsere Polizei, und ja, das ist hier so eine Unterkategorie der eigentlichen Polizei, aber trotzdem, wenn man sich um sowas dann bemühen könnte. Wie cool ist das? Also so eine Welt, in der man sich um sowas kümmert und nicht um Mord und Totschlag und Vergewaltigung und Kindesmisshandlung. Weil das scheint es in der Welt ja nicht zu geben, wenn wir die Zeit hier haben, uns mit sowas auseinanderzusetzen. Ah, Lord, what brings you here? Can I help you with something? Hello, Chairman Morris. Odd question, but is my Ling home by any chance? I could have sworn she just got back, but I suppose she must have already run off again. Sorry, Lloyd, you might have better luck asking Parla. Machen wir. I was so busy with my work, I didn't even realize my Ling had gone out. You might have better luck asking Parla where she went. Das hätte ich sowieso gemacht. Ich stand ja gerade schon relativ nah an ihr dran. Hi. Hello, Miss Parla. Mrs. Oh, hello. I wasn't expecting visitors on a rainy day like this. Sorry about that. There's something we wanted to ask you. Do you recognize this? Lloyd showed my Ling's umbrella to Parla. I most certainly do. That belongs to our little My Ling, doesn't it? Are you here to return it? Ja, so halb. Though, come to think of it, I could have sworn she had her umbrella when she came home from the bakery. Well, about that, Lloyd explained the umbrella swap and how they were searching for Momo's umbrella. Oh dear, so that's what this is all about. I hope poor little Momo is all right. Would you happen to know where your granddaughter is right now, ma'am? She doesn't seem to be around. She and her brother Roy are out for a walk right now, which means she has Momo's umbrella with her. But unfortunately, I didn't think to ask where they were heading. I'm terribly sorry about that. Sounds like we just missed her then. They couldn't have gone very far in this rain. If they're not on East Street, then Central Square, the downtown district, and the harbor district are the likely candidates. Yes, that sounds about right. Keep an eye out for Roy's green umbrella or My Ling's pink one, or Momo's, I suppose. Grün und pink, okay. Pink and green, good taste. That should be easy enough for us to pick out. Right, let's begin our search. Thank you for all of your help, ma'am. Not at all, dear. You're always welcome to visit. Dankeschön. Roy and My Ling went for a walk in the rain. They couldn't have gotten far. You should try searching the districts nearby. Keep an eye out for Roy's green umbrella and My Ling's pink one, or Momo's, I suppose. Das machen wir. Ich bin gerade gedanklich schon so ein bisschen durchgegangen, wo ich sie am ehesten vermuten würde. Also Harbor District scheint mir irgendwie am sinnvollsten zu sein, weil ich dort am ehesten spazieren gehen würde. Danach Central Square und ich glaube Downtown als letztes. Aber wer weiß, wo es sie hin verschlägt. Ist das nicht Roy? Man, well, oh ne, jetzt hat er sie auch noch verloren. Na, Glückwunsch, hoffentlich ist sie nicht ins Wasser gefallen oder so. Man, where are you, My Ling? Excuse us, but would you happen to be Roy? Yeah, that's me. Can I help you? We're with the Crossbell Police Special Support Section. Lloyd explained that there was a mix-up between My Ling and Momo's umbrellas. Oh jeez, I had no idea. My Ling must have taken it by mistake and not realized. They look so similar, you know. Sorry about that. I guess we should exchange them as soon as we can. Speaking of, where is My Ling right now? Weren't the two of you taking a walk? We were, but she kinda strong-armed me into a game of hide and seek. I told her it was a bad idea since it was raining, but she wouldn't take no for an answer, and well... Tja, okay, aber wenn sie nur Verstecken spielen, dann wird sie sich ja hoffentlich nicht in Gefahr gebracht haben. Yeah, I kinda lost her. She's a pro at hiding and I can't seek for crabs, so I can't really say how long this will take. That's unfortunate. Well, in that case, how about we help you find her? For real? That would be awesome. I'm not sure where she's hiding, but I don't think she'd leave the Harbor District. Das ist schon mal eine gute und wichtige Eingrenzung, danke. I doubt she went into any buildings either. Das ist auch gut. This probably isn't going to be easy, but I appreciate you guys lending a hand. Wisst ihr, was gerade meine erste Eingebung ist? Da auf dem Steg, hinter dem Leuchtturm, da wo man immer in so eine komische Ecke vorpreschen konnte, ohne dass da was war. Weil ich glaube, da ist sie sogar ein bisschen regengeschützt da hinten. Not at all. We're always up for a challenge.
Let the Meiling hunt begin. Wenn er von Hand spricht, dann klingt das irgendwie ganz falsch. Hey guys, still no luck finding Meiling? If it's really a lost cause, I could try yelling that I give up at the top of my lungs. That might get her to turn up. What do you say? Should we take the easy way out? Auf gar keinen Fall. Wir gucken weiter. No, not yet. We'll keep looking. Suit yourself. Good luck, guys. By the way, don't count on me being much help. I'd probably end up taking all the way until nightfall. Hey guys, still no luck in finding Meiling. Lost cause. Okay, nee. Wir werden sie schon irgendwie finden. Und wenn es die ganze Folge hier zeitlich in Anspruch nimmt, dann soll es so sein. Aber ich würde gerne meiner ersten Eingebung folgen, weil ich habe auch gerade überlegt, also es ist gut, dass er auch die geschlossenen Räume ausgeschlossen hat. Wobei, da gibt es ja auch nur ein Gebäude, wo wir rein können, nämlich da, wo die ganzen... Ach nee, die ist hier. Okay, das war ja doch einfacher als gedacht. I know, the shipping container, or maybe not. Hä? Ach so. Und die markieren hier also potenzielle Verstecke und du musst dann das Richtige finden. Da ist sie. Ey, ich wusste es. Ich schwöre, Leute, auf alles. Ich habe da nicht irgendwie nachgeguckt oder sonst was. Warum sollte ich auch? Ich wusste ja auch nicht mal, dass es ja auf ein Versteckspiel hinausläuft, aber das war irgendwie klar. Aber nee, in einer Sache hatte ich Unrecht. Sie ist ja nicht vorm Regen geschützt. Ich dachte, dass es da oben vielleicht noch so eine Plattform gibt, die den Regen für sie abfängt. Well, what do we have here? Hehe, gotcha. Aber ganz ehrlich, also ich will jetzt hier nicht schon wieder auf diesem Realismus-Thema rumreiten, aber wenn er sie da hinten gerufen hätte, vor allen Dingen beim Regen, dann hätte sie ihn doch hier nie verstanden, oder? Ist doch voll weit weg. Eep, you found me. Wait, you're not my big brother. Who are you? Professional Meiling finders. Well put. I'll go get Roy. Wazy called Roy over to Meiling's hiding spot. Lloyd then told Meiling about the mix-up between her and Momo's umbrellas. And that's why we were looking for you. Oh, so I made a whoopsie then. I didn't mean to take the wrong umbrella. That's all right, Meiling. Just return it and they'll make sure it gets back to its rightful owner. Okay, here you go. All right then, let's trade. Mann, so viel Aufwand für einen Regenschirm. Oh mein Gott. Meiling took the correct umbrella and returned Momo's. Thank you, Meiling. Someday I say sorry to Momo myself. Well, aren't you a mature one? Yeah, she really is, huh? If I was more like Meiling, I'd probably be working a second job, or a first one, for that matter. Anyway, thanks for the help, you two. We'll be sure to return Momo's umbrella. Yeah, thanks. Thank you. Ist aber schon ein bisschen Zucker, die Kleine, ne? Hey, Lloyd, how'd things go? Great, mission complete. Here you go, Momo. Pass bitte ein bisschen besser darauf auf, wenn es dir wirklich so wichtig ist. Ja, ich kann das den Leuten immer nicht glauben, aber wahrscheinlich ist man da so ein bisschen RPG geschädigt. This is my umbrella. The one my dad bought just for me. Thank you. You're my heroes. You're very welcome. We're just glad we could help. Hehe. That's another case closed then. Thanks for the help, gang. Gang? I knew we could count on you. We'll make sure to put in another request the next time we need help. Anytime, that's what we're here for after all. Catch you later, Oscar. Gut, alles gut. Damit nähern wir uns jetzt ein Stück weit der Hauptstory. Alright, Momo, why don't I walk you home? You didn't forget anything in the store this time, did you? No, but I think the bread you baked us is already cold now. Oh, jetzt weinst du wieder. Nein. Hey, don't you start tearing up again. I make you a new loaf, so none of that, okay? Such a handful. Ja, immer ist irgendwas. You're so nice, Miss Bennett. Das ist sie wirklich. Also ich habe sie bisher immer nur so als zickig und ein bisschen aggro erlebt, aber es ist schön, dass sie scheinbar auch anders kann. Thanks for the help, gang. I know I could count on you. I knew I could count on you. Aber er weiß es hoffentlich immer noch. Gut, dann lassen wir das mal so stehen.
Und gucken, was wir dann als nächstes machen. Also zuallererst sollten wir das reporten. Das wäre vielleicht ein ganz guter Anfang. Ey, ich will wieder eine Pom-Pom-Party-Mission. Das war cool letztes Mal. So, mal gucken, was es diesmal gibt. Ich hoffe, ich lasse hier keine DP liegen, ne? Oh, wir wurden promoted. Aha. Information Quartz. Nice. Das heißt, der das kriegt... wie war denn das nochmal? Der bekommt dann Analyze oder wird dann der Gegner automatisch analysiert und zählt das dann für die Monster-Enzyklopädie? Fragen über Fragen. Also sie sollte es nicht kriegen, weil sie hat Analyze schon, wenn ich das überhaupt richtig zuordne alles. So, dann lass uns das doch einmal ihr geben. See detailed information about enemies without analyzing. Aber zählt das auch als aufgedeckt für unser Monsterbuch? Das geht daraus für mich nicht hervor. Wobei, warte mal, wir haben hier zweimal weiß, einmal blau. Also ich sag mal so, für weitere Zauber wäre das schon ganz interessant, das ihr zu geben. Was habe ich hier alles? Arrow Sickle. Seit wann habe ich das denn? Das ist ein Line-Angriff mit Wind. Ich hätte halt gerne Aerial, aber da müsste ich nachgucken, was ich da für Voraussetzungen erfüllen muss. Warte mal, wenn ich ihr das gebe. Oh, damit hat sie Breath. Okay, das sollte sie auf jeden Fall behalten. Auch wenn ich jetzt meinen Wunschangriffszauber immer noch nicht habe. Aber jetzt habe ich wenigstens Gruppenheilung. Ich finde, das ist schon ein guter Fortschritt. Aber es ist ja trotzdem sinnvoller, 2 Leuten die Analyse zu geben, oder? Ach, ich lasse das jetzt einfach so. Ich habe mich eh dran gewöhnt, dass wir mit Ellie immer in die Analyse einsteigen. Wenn ich das beibehalte, geht davon die Welt auch nicht unter. So, dann lass mich kurz überlegen. Was war jetzt unser Ziel? Hier haben wir überall das Häkchen. Hier haben wir alles completed. Let's stop at the Exchange Shop Downtown. Exchange Shop Downtown and see if the owner knows anything. Das ist unsere Hauptmission, ne? Okay, dann weiß ich da erstmal Bescheid. Ich gehe, auch wenn es nervt, jetzt einmal nochmal kurz checken, ob wir über die Mainz Street rauskommen. Ich kürze das aber ab für euch. Nee, da kann man erwartungsgemäß jetzt nicht weiter. Sag mal, ist das hier nicht das Auto, was hier beim letzten Mal so rumgerast ist? This car must belong to that trio. Oder Trio? Trio? Keine Ahnung. They don't deserve a ride. This nice. Das stimmt. Den gönne ich auch überhaupt nichts, aber das Thema hatten wir schon. Ich steigere mich da jetzt nicht nochmal rein. Ich habe aber noch was in der Library zu erledigen. Moment. Irgendwas so im Hinterkopf hat sich gerade bemerkbar gemacht, dass ich irgendwas nicht vergessen darf. Und es war tatsächlich nicht der Weg nach Mainz, sondern das hier. Eigentlich sollte jetzt hier was abgehen. Warte mal, ich gucke mal nochmal kurz, wie ich das auf meinem Notizzettel formuliert habe. Da steht, nach Abschluss aller Day 2 Quests, Miles und Nielsen in Library. So, warte mal, sagst du irgendwas? We're going to have a special guest coming by the library later today. Ah, hier wird schon angeteasert, okay. I can hardly wait to speak with him. A special guest, who is it? A man by the name of Nielsen. He's a renowned journalist who travels all over the continent. It shouldn't be too long before he arrives. I'd love to introduce you all to him, if possible. Meeting a famous international journalist does sound pretty interesting. We'll try to stop by later if we're free. Nielsen should be here soon enough. I'd love to introduce you all to him, if possible. Hätte ich mit ihm vorher hier sprechen müssen? Warte mal, vielleicht wenn ich rausgehe und wieder reingehe. Das klingt ja schon, als wäre das unmittelbar davor. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, die Mission zu verpassen. Nur weil ich jetzt mit der Hauptstory weitermache. Und diese kleinen Zeitfenster in den Trade-Spielen, die sind manchmal schon so ein Pain in the Ass, wenn mir der Ausdruck gestattet sei. So, ich probiere jetzt nochmal Folgendes. Ich porte mich jetzt mal ein bisschen weiter weg. Und gehe da nochmal hin. Nee, das wollte ich nicht. Oh, das passiert mir irgendwie öfter. Nervt mich selber ein bisschen.
Und wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann würde ich einfach nach jedem Fortschritt, den wir erzielen, einfach nochmal vorbeischauen. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Also wenigstens ist der Moment noch nicht verkackt, dadurch, dass er das hier ankündigt. Deswegen ist Speichern vielleicht eine ganz gute Option. So, und das wäre hiermit getan. Und dann wage ich mich mal vorsichtig zum Downtown District und dann gucken wir mal, ob wir diese Mission irgendwie noch abgefangen kriegen. Hallo Nein Walis, hallo Ashley, wenn sie denn da ist. It still doesn't feel right walking into a place this shady as a police officer. Weil die stand doch eigentlich da hinten links, da sehe ich aber gerade keinen. I completely agree. No matter how many times we come here, I never get used to it. Regardless, let's ask Ashley if she knows anything about the man we met. Hoffentlich kann sie mit unserer Beschreibung was anfangen. Und hoffentlich ist sie auch ehrlich zu uns. Eigentlich schuldet sie uns ja nichts, oder? Back again already, SSS? What? Did you need something from me? Yes, actually, there's something we'd like your perspective on. As an arms dealer, I mean. Yeah, and what would that be? You come to ask me what Kao and his buddies are up to? So you know about that too. But no, it's about a different matter entirely. Jetzt bin ich gespannt. Also sie muss ja irgendwas wissen, ansonsten haben wir keinen Anhaltspunkt, wo wir sonst weitermachen. A huge one-eyed man with red hair. Do you know anything? Ja, sie wägt gerade ab, welche Informationen sie mit uns teilt, oder? We suspect he's connected to the underworld, one way or another. That description fits a few people I might know. But given what's going on in Crossbell right now... is it that bad? Well, I was just thinking about who it could be, worst case scenario. You kiddies wouldn't have a chance in hell of matching him in a fight. No chance at all? So does that mean he really is a terrorist or a Jäger? Who can say? If he's who I think he is, then that makes him a former client of mine. And if there's one thing I value, it's customer confidentiality, glaube ich. Also Vertraulichkeit, aber keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. But if he's a terrorist, we have a duty to act. Even Crossbell has laws that protect against the threat of terrorism. I'm going to have to ask you again. What do you know? Ja, das ist schon wieder so eine Doppelmoral, ne? Aber dass dieser Laden hier illegal Handel betreibt, das juckt euch nicht. Und dass die Kriminellen, die hier durch die Stadt rasen, auch wieder auf freiem Fuß sind, das juckt euch auch nicht. Aber hier muss man jetzt unbedingt seiner Pflicht nachkommen. Ich meine, Terror ist natürlich eine etwas andere Größenordnung, das ist mir schon klar, aber trotzdem. Ich finde, das ist nicht sehr prinzipientreu, wie hier agiert wird. What do you know? Das habe ich schon vorgelesen, ne? Lloyd. Hey, not bad. Your guy's kid brother, yeah? You've got that same spark in your eyes. Okay, den Bruder kennt sie also auch oder kannte. You knew my brother, Ashley? I'm sure you know that Dudley comes by here every now and then. But before him, there was another detective who was crazy enough to keep tabs on the downtown district. He was a hell of a man. Shame he ain't with us anymore. Okay, in honor of that mutton head, I throw you a bone just this once. My worst case scenario isn't that he's a terrorist, not by the letter of the law. But he is dangerous, like a man-eating tiger. Man-eating tiger? And not the sort you'd find behind a circus cage, I'm guessing. Well, I can say for sure whether it's really him. You said the man you saw was alone, yeah? The guy I'm thinking of would usually be with his subordinates or a companion. Subordinates? That sounds more like a military organization. Yeah, that's all you're getting from me. You'll have to figure the rest out for yourselves. Fine. Thanks for your help, Ashley. Finde ich auch wieder schwierig. Sie gibt halt offen zu, dass sie mehr weiß, sagt es uns aber nicht. Wir könnten doch unser Standing ausnutzen, um sie dazu zu zwingen. Also ich meine jetzt nicht Folter oder sowas, aber ein bisschen mehr Nachdruck vielleicht. Come to think of it, we'd
Where are Red and Micro? Wer sind denn Red and Micro? Red and Micro? Oder Micro? She must mean... Ah, Randy and TO. Wann haben die denn diese Namen bekommen? Habe ich irgendwas verpasst? They're on personal assignments right now, so they haven't come back to the SSS yet. It will be a little while longer before they can join us. Got it. Don't have a clue what Micro's up to. Hey, warum haben die denn so komische Namen? But I got a beat, keine Ahnung. Soll ich gucken? Nee, kein Bock. He's helping with the CGF's rehab training, isn't he? Wait, how do you know that? Nice flex, Ashley. Listen, when you run a shop like this, you get to know these things. Is something wrong? Und vor allen Dingen, wisst ihr, was ich so beunruhigend finde? Das, was wir ihr gerade gesagt haben mit dem Typen, den sie ja augenscheinlich kennt, das wird sie dann wiederum an andere Leute weitergeben, denen sie vertraut. Und so wird es hier ganz schnell die Runde machen. Finde ich nicht gut. Nah, forget it. Long as you guys keep your noses to the grindstone, that's what matters. Keep up the pace so you don't fall behind Red when he gets back, you hear? Sure, I guess. You're barking up the wrong tree if you think you're going to get any more out of me. I ain't confident in the intel, and even if I was, I'm under no obligation to tell you. You should do some real detective work and try sniffing out the rest on your own. Schwierig. If you want more info, you should go and sniff it out yourself. That's what a real detective does, ain't it? Vor allen Dingen hat sie ja auch nur gesprochen, weil sie ja scheinbar mit dem Bruder von Lloyd ganz gut konnte seinerzeit. I don't like rain. It's cold and wet and irritating and it gets everywhere. Say, you think you could kill a rain cloud if you shot it with an orbital cannon? Nein. Kill a Cloud. Wobei, in Secret of Mana gibt's Wolkengegner. Kommt mir gerade als erstes in den Sinn. What do you even say to a question like that? I don't know where to begin. I don't like rain, it's cold, irritating. Fine, maybe an orbital cannon won't do much to a rain cloud, but how about an orbital bomb? Nein, ich glaube, das solltest du dir aus dem Kopf schlagen. Ich weiß nicht mal, ob die Frage überhaupt ernst gemeint ist. So. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann im Laufe dieses Spiels oder vielleicht auch in irgendeinem anderen Trades-Teil jemals in den Keller hier reingelassen werden. Oh. Was passiert denn jetzt? Still drizzling, huh? Mama, did you unpack the new goods that came in yesterday? There's no need to rush in this weather. More importantly, Jingo, did you see anyone strange when you went out earlier? Strange? Crossbed's full of weirdos, Mama. Like that sister who bought a mountain of bread or that tourist guy with the sandals. Meint sie damit Lecter? And don't forget Wazy, he's the weirdest of the bunch. Well, alright. Macht sie sich Sorgen? Maybe I'm overthinking it. Okay, also da scheint es irgendwie eine stärkere Connection zu geben. I'm sure he would have brought that daughter of his if he really came to Crossbell. Dafür gibt es bestimmt eine Erklärung. Also meint sie seine leibliche Tochter? Also klingt aktuell danach. So, that was Nine Valley Exchange. It definitely leaves an impression on you. She totally dodged our question, though. True, but we have to understand that shops like Nine Valley have a code of honor to uphold. I'm grateful she told us as much as she did. Same here. She also described the man she was thinking of as a tiger. If he's not a terrorist, then there's a good chance he's a Jäger. It makes sense, but I also wouldn't expect a Jäger to be alone. Should we report this to the chief? Yeah, that's a good call. If only Randy were here. If anyone could help us out with pinning down a potential Jäger, it's him. Our support requests are finished, so maybe we should head back to the SSS building for now. Bitte nicht. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte, die bringen uns da jetzt direkt hin. Hä? Was ist mit meiner Teleport-Funktion los? Warum geht die nicht? Achso, weil jetzt hier gleich nochmal was passiert. Alles klar. Stop right there! Aggressive voice. Kommt jetzt Walt? Den habe ich als erstes im Sinn, wenn das hier aus dieser Ecke kommt. Das war so klar. Is that Walt?
Ja, wir haben gerade wichtige Dinge zu tun. Hör auf, uns jetzt aufzuhalten, bitte. Who's this guy? He's the leader of a gang here called the Saber Vipers. How's it going, Walt? I heard you haven't been hanging around your crew as much. Shut the hell up, that's none of your damn business. And like you want to talk, you bastard, where do you get off signing up to be put on the CPD's leash? The hell are you trying to pull here? Not much of anything, really. The Testaments are fine with it, and no one else is objecting, right? Don't screw with me, damn it. Who said you could just bail on out of here without settling things with Walt Wales? You really think that's gonna fly? Think again. Walt, slow down. It isn't like that at all. Stay out of this. I don't know what the hell you're after getting in bed with the goddamn cops, Swayze, but you know just as well as I do. There ain't no way in hell you're walking out of here alive. Ey, der ist so peinlich, dieser Typ. Mann. This isn't going well. Walt. Wazy? It's fine. I'll handle this. You understand, don't you, Walt? It should be obvious by now. The Testaments, the Saber Vipers, they gave us places to be, but they aren't places to stay. Not forever. Der das versteht? What? I founded the Testaments to stop the Saber Vipers from taking the downtown district over for themselves. Looking back, those little Testaments of mine have grown a lot. Now, even without me there, they can hold their own and keep your guys in check. My job here is already done. You son of a bitch. That's not all. One day, I know the other members will outgrow the gang as well. They'll leave this life behind and find their own paths. There's no doubt in my mind. Wazy. Oh, Wazy. Aber das triggert den nur noch mehr, den Walt. Ich dachte, der wollte den irgendwie beruhigen. Oder? The Saber Vipers are no different. Sure, you guys are rough around the edges, but you have heart and spirit. A whole mafia wasn't able to sway you. Do you get it now, Walt? Even you're going to find your path one day too. Ich bin immer noch der Meinung, dass Walt auf Wazy steht und dass es dem gar nicht um dieses ganze Gang-Gedöns hier geht, sondern dass er ihn einfach vermisst und das nicht akzeptieren kann und will, dass diese Ära jetzt zu Ende geht quasi. Never thought I'd hear Was? Schmalzi? Was ist das denn für ein Wort? Okay, ich muss jetzt aber unbedingt mal die Aussprache abchecken. Moment. Also wenig überraschend. Irgendwie, je nachdem ob British oder American, aber die Betonung ist eigentlich gleich. Es ist irgendwas wie Schmalzi. Warte mal, ich mach's mal laut. Schmalzi. 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 Das Wort sieht einfach so deplatziert und kaputt aus. Oh Mann. Never thought I'd hear schmaltzy garbage like that spew out of your mouth. Quit flapping your lips already. You're the ones who kept on calling this place holy ground. I ain't about to let you get away with defiling it. Oh Mann. Very well. Wazy, wait. Stand back, Lloyd. This is a beating I have to deliver myself. Okay, shit, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Huh, looks like you still got some balls after all. I'm gonna curb stomp your ass straight into the ground. That will wake you up if it doesn't kill you first. Enough talk. Hm? Oh, bitte lass mich nicht selber kämpfen, das wäre super. What the... What? This one's for real. Okay, ich muss doch kämpfen. Oder ist das alles geskriptet? Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Auseinandersetzung. Oh nein! Gab es in Zero nicht auch direkt zu Beginn so einen Einzelkampf hier im Downtown District, der nicht ganz ohne war? Ich weiß es nicht. Oh shit. Okay, ich habe aber meine 200 CP voll. Also eigentlich sollte das ja easy vonstatten gehen. Ich kann den impeden, wenn es hart auf hart kommt. Ach, aber warte mal, ich habe keine Infos über ihn.
Das hier sollte ich vielleicht mal nachkaufen, die Battle Scopes. Das wäre eventuell eine ganz gute Idee, jetzt wo wir ein bisschen Geld über haben. Leader of the Saber Vipers. Superhuman Strength shows in his great physique. Okay, der hat auf jeden Fall keine Schwäche. Und ich hatte eh nicht vor, den mit Elementzaubern zu behelligen. Aber guck mal, vielleicht müssen wir nicht mal großartig was tun. Dadurch, dass wir so gut im Evaden sind. Warte mal, ich guck mal, wie weit ich komme. Also spätestens, bis der uns einmal trifft. Da muss ich gar nicht an meine CP ran. Ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet. Was war das? Ogre Slash. Ah, der kann ja gar nichts. Wir sind ja viel stärker. Aber der wird es doch trotzdem nicht verstehen. Ich glaube, der ist zu blöde. Also, Entschuldigung, falls ich Ward damit zu nahe trete und der irgendwie noch mehr Facetten eigentlich hat. Aber so wie der sich benimmt, das ist einfach so stupide. Es wird mich sehr überraschen, wenn er das jetzt gecheckt hat. Die Textbox ging gerade selber weg. Tja, you bastard. Don't tell me you've had that in your back pocket this whole damn time. I'm no Randy when it comes to playing things close to my chest, but I knew that was a cheap shot. Still, I didn't hold anything back this time. That's my final act of good faith to you. Damn you, Wazy. Goodbye, Walt. I've had fun these last 2 years. 2 Jahre ging das also. Ich dachte, das wäre ein längerer Zeitraum tatsächlich, aber die sind auch alle noch relativ jung. Darf man auch nicht vergessen. Ich habe mit dem halt echt überhaupt gar kein Mitleid, ne? Der soll sich einen anderen Lebenssinn suchen. Was stimmt mit dem nicht? Cut the bullshit, this ain't over yet, stand da. Es ging automatisch weg. Get back here, you really think I'm gonna let you walk away from me? Du bist einfach eine ganz, ganz arme Wurst, Ward. Wazy! Der hat echt so eine krasse Abhängigkeit, ne? Der ist richtig obsessed mit Wazy. Eigentlich doch irgendwo bemitleidenswert, wenn man so drüber nachdenkt. Wazy. Wazy, are you okay? Sorry you guys had to see that. I think I got a little carried away back there. That's not usually my style. Sure, but... No, never mind. It happens to the best of us. I don't understand why things... Moment. It happens to the best of us? Hat Wazy geweint? Oder worauf war das gerade eine Anspielung? I don't understand why things have to be the way they are between you two. Having said that, I respect the way you handled yourself back there. Yeah, me too. I'm sure Walt will understand someday. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich, wenn er in 20 Jahren irgendwie auf diese Phase zurückblickt, vielleicht. I hope you're right. Sorry for taking up our time. Let's move on. Hab schon wieder voll vergessen, was ich eigentlich machen wollte. So, warte, nee, ich weiß es wieder. Also, hier ist... Was? Hello, Lloyd Bennings of the Special Support Section speaking. Fran's voice. Hey, Lloyd. Having fun, tonight, habe ich gerade gelesen. Toughing it out in the rain. Oh, hi, Fran. What's up? Do we have an urgent request? Well, sorta. You remember MEHR Bixen from Mainz, right? Ah, jetzt kommt Mainz ins Spiel. Sehr gut. Yeah, of course. Also ich hätte jetzt mich an den Namen nicht mehr erinnert. Aber er war einer der, die unter Drogen gesetzt worden sind, ne? Dieses Bild im Casino hat gerade wieder die Erinnerung ein bisschen zurückgebracht. Has something happened over there? Yep, he reported that they're having monster trouble inside one of their mines again. More specifically, it's in the old deserted one just outside of town. Monsters in a deserted mine, is it really all that strange? No, and none of the miners have been attacked or anything like that, but the mayor said that something unusual is happening inside the tunnels. He'd like if the SSS could come and investigate as a precaution. Something unusual? I wonder what it could be. Okay, we're done with everything. We are done with every other urgent request we had on our plate, so we'll get to mines as soon as we can. Sounds good. Oh, and one more thing. You also received a support request for a wanted monster on the Mines Mountain path. You should deal with that while on your way to the village if you can. Got it. It also sounds like the weather is nice and clear to the northwest of the city, so it shouldn't be raining on the mountain path. Feel free to drive your car there if you want.
Oh, really? Good to know. Thanks, friend. Contact us again if something new comes up. You betcha. Talk to you guys later. Okay, ich habe jetzt ein gutes Bauchgefühl, dass wir jetzt in der Library unsere Mission vielleicht bekommen können. What did Fran need from us? Has something happened near mines? Yeah, the mayor contacted the CPD about something unusual happening in one of their old mines. We're done with our support requests inside the city, so let's make our way over once we're ready. Oh, and the weather is apparently clear in that direction. We can take the car if we want. Aye, aye, leader. Let's swing by the back entrance of the SSS building if we end up going to mines by car. A new wanted monster support request has been added to the detective notebook and SSS terminal. Hä, aber ist meins jetzt unsere Hauptaufgabe oder ist meins jetzt optional? Weil sollten wir nicht eigentlich zu Sergey erstmal zurück? Ich bin verwirrt. So, warte. State government. The dangerous monster Nihon Abyss Worm has been sighted on the Mines Mountain Path. We ask that the Special Support Section deal with this threat swiftly. Hoffentlich kommt uns nicht wieder dieser Typ mit Augenklappe in die Quere. Wobei, der hat uns eigentlich auch gut was abgenommen, trotzdem. Das, ja. Wobei, eigentlich würde ich mir schon wünschen, dass er unseren Weg wieder kreuzt, weil wir dadurch vielleicht mehr über ihn erfahren. Oh Gott sei Dank, ich glaube, das sind sie. Guck mal, er sitzt hier nicht mal mehr. If you're looking for the director, he's lost in conversation with Mr. Nielsen. I'm sure he'll realize his break is already over one of these days. If you're looking for the director... Okay. Oh, ich bin so froh, dass ich das nicht verpasst habe. Hatte kurzerhand ein bisschen Sorge. I see. That's certainly an interesting way to put it. Hello. Oh, hello, Lloyd, my boy. Your timing couldn't be better. This is Nielsen, the man I told you about earlier. So you're the international journalist then? Nice to meet you. I'm Lloyd Bennings of the CPD Special Support Section. So this is the SSS, and if you're Lloyd, that would make you its leader, right? You have a very clean, crisp voice, if you don't mind my saying. Oh, pardon my asking, but would you happen to be blind? That's correct. I lost my vision in an accident many years ago. Stimmt, hätten sie das nicht erwähnt, wäre mir das gar nicht aufgefallen, aber der hat seine Augen die ganze Zeit geschlossen. Bitter. Was eine Horrorvorstellung. Ich bewundere Menschen, die mit diesem Handicap positiv durchs Leben gehen können und da das Beste draus machen. Ich wüsste nicht, ob ich das so könnte. There you are, Director. Your break has been over for ages. The front desk misses you, you know. Jetzt übernehmen wir ja. Whoopsie daisy, seems I got a bit too wrapped up in our conversation. You'll have to excuse me, duty calls, as they say. Of course, why don't we catch up and exchange notes again sometime soon? Sure thing, drop by whenever you like. Aber der hat nicht mal so einen Blindenstock oder so. Wie bewegt er sich denn hier durch die Stadt? Looks like you're up, Lloyd, take care. Sure. Also jetzt können wir ihn ja noch an die Hand nehmen, wenn er das möchte. What did he mean by... Please, allow me to introduce myself again. I'm Nielsen, a freelance journalist. It's a pleasure to make your acquaintance. Same here, nice to meet you. Nielsen, where have I heard that name before? Truth be told, I've been greatly looking forward to meeting with the Special Support Section. It's an honor. I'll be frank, I'd like to submit a support request of sorts. Would you be willing to hear me out? Yeah, sure, how can we help? The thing is, I'm currently conducting an investigation into the cult incident from this past spring. However, there are still several elements of the case that remain unclear to me. So, whom better to consult than the team that played a pivotal role in resolving that very crisis? You want to interview us about the cult incident? It sounds like you already know a thing or two about it. What should we do, Lloyd? Given the sensitive nature of the topic, we have to be very careful about what we reveal. You're right. But on the other hand, going through with this interview might help refresh our minds on what actually happened. Das stimmt. Cooperate with Nielsen. Machen wir. Well, if you insist, alright, we'll agree to an interview. However,
Say no more. I know there are things that one in your position shouldn't reveal. You are free to decline as many questions as you wish. I also think it would be best to consider anything we discuss today as strictly off the record. Got it. Thanks for understanding. One thing though, where should we hold it? I think doing it here could pose a problem. In that case, how about the seating area upstairs? It's relatively secluded and we'll know if anyone is nearby. I think it's the perfect spot. Sounds like a good idea to me. Let's head on over. Inside Scoop, the cult incident started. Achso, diese Ecke meinen Sie. Ich dachte die andere, weil da sitzen ja immer 2 Leute. Thank you for agreeing to this interview. First, let us begin by laying out the context behind the incident. It began with the DG cult, whose creed called for rejecting idols in favor of worshipping devils. Over 10 years ago, they committed a series of child abductions all over the continent. I wouldn't like to review the manner in which those kidnappings were resolved 6 years ago. At the time, a large-scale operation was conducted to expose and exterminate the cult's lodges across the continent. Can you tell me the forces responsible for carrying out that operation? Yes, it was. National militaries and police forces, Bracer Guild branches across Lemuria, all of the above. Who were the groups that conducted the DG Cult Suppression Operation 6 years ago? Ich würde eigentlich auf das Mittlere tippen, aber hier muss ich gucken. Warte mal, habe ich mir dazu irgendwelche Notizen eigentlich gemacht? Ja, habe ich. Ach, ich kenne die Antwort. Ja, das steht sogar auf meinem Zettel. Muss ich nicht mal einen Break machen. Richtig ist nämlich das Untere. Ich habe den Rest jetzt noch nicht gesehen. Also ich rate jetzt noch so ein bisschen mit, aber hier hätte ich schon mal ins Klo gegriffen. A joint effort between multiple national militaries, police forces and Bracer Guild branches, right? Correct. Due to the scale of the abductions, an international task force was assembled to carry out the investigation. Precisely. And leading that task force as its commander was Cassius Bright of the Bracer Guild, who... may I interrupt for a moment? When you say Cassius Bright, you mean the Brigadier General Bright, commander of the Royal Liberian Army? Precisely. He retired from active duty and spent around 10 years as a bracer. He only rejoined the army 2 years ago. That's quite the career trajectory. Maybe so, but there's something else that caught my attention. The name Bright, I didn't consider it until now, but could there be any relation? Yeah, I confirmed it while reviewing documents during my training with the 1st Division. Cassius Bright is Estelle Brights father. Gut, das hätte ich auch noch zusammenbekommen. And Joshua is his adopted son. I knew it. That's some coincidence. I thought there was something special about her during our little foot race. Little did I know she was born to fame. So, you know the daughter of Brigadier General Bright, do you? I'm well acquainted with her exploits through my work, but personally, not so much. It's kind of a long story, but we got to know her a little bit earlier this year. That's neither here nor there, though. My apologies for getting us off topic. Please continue. Very well, then. 6 years ago, the suppression operation was carried out under the command of Cassius Bright of the Bracer Guild. That operation was believed to have wiped out as much as 90% of the cult's influence. Among the participants was a certain promising squad from the Crossbell Police Department led by one Sergei Liu. The same Sergei Liu who serves as section chief of the SSS today. He and his 2 subordinates carried the flag of the CPD for that operation. Said subordinates would be none other than Arios McLean and Guy Bannings, the older brother of Lloyd Bannings. Ich dachte, die Frage würde jetzt darauf abzielen, die anderen beiden noch namentlich zu benennen, und das hätte ich noch zusammenbekommen. Looks like you've done your homework. You even know the connection between me and Guy. Even among the police, there are only a select few who have this much information. When you've done this for as long as I have, you develop a reliable network of sources. Guy Bennings himself used to be one of them, in fact.
He was? Yes, Guy lent me his aid time and time again prior to his passing. But I digress. There was also another Crossbellan who played a role in the cult investigation. That would be Ian Grimwood, a lawyer and civilian advisor. Even then, Mr. Grimwood was well known and respected for his expertise on civil rights. I'm told he even contributed to gathering intelligence on the abductees. I do recall him telling us about how he assisted with the investigation, so that's the role he played. I've also heard that both the church and the mysterious organization made covered interventions down the time. Interventions, down the line. Because of them, whatever influence the cult retained after the suppression quickly vanished. The church. Is that what Father Kevin was referring to back at the Altair Lodge? Altair. Ich glaube, Altair stand in den Kommentaren, dass es so ausgesprochen wird. Schwierig. And the mysterious organization is likely that society we learned about. Both of them sure like to remain on the sly, don't they? Nevertheless, the cult's activities should have concluded years ago. And yet, several months ago, it became evident that remnants of the cult were still alive and well. I know you're all too aware of who I'm referring to. Of course, Joachim Günther, one of their surviving members, finally crawled out of the woodwork. Precisely. He clearly had knowledge of the cult's inner workings well before the incident. In the end, however, did Joachim Günther serve as their leader? He was the leader. He was a high priest. He was... Ja, na klar war er der Leader, oder? Warte, ich gucke jetzt nochmal. Aber... Nee, he was a high priest ist die richtige Antwort. Ich hätte jetzt das obere genommen. Also hier hätte ich bisher komplett verkackt. Nehmen wir mal das. No, he wasn't. He was a high priest within the cult. That's right. He said as much himself. Oops. Yeah, but he also seemed to have a knack for research. It sounded like he supervised a bunch of experiments. I think that's what led to his familiarity with the cult's inner workings. A reasonable theory. It was that position which allowed him to advance his research through the rituals they conducted around the continent. And after he successfully evaded the suppression operating 6 years ago, he went into hiding. Upon learning of former Speaker Hartman's weakness for a facility called Paradise, he was able to take refuge in Crossbell. Finally, he perfected a drug bearing the name for true wisdom, Gnosis. Yeah, I am unclear on the specifics, but my understanding is that he produced it to fulfill the cult's ambitions. That's right, the cult's ambitions. He said their goals was to make HIER into the true god. Yeah, he also claimed he could perceive things while under the influence of red gnosis, but in the end, we didn't get an opportunity to question him for all the details. As always, there are unanswered questions, but I do believe we've outlined most of the particulars behind the incident. So now I'd like to finish by reflecting on the DG cult's origins. Would that be alright with you? The cult's origins? Yes, would you happen to know how long the cult dates back? Im Zweifelsfall würde ich sagen, immer das längste. Oder halt die goldene Mitte. Aber 1200 klingt schon sehr weit weg. Ich würde trotzdem, ich glaube, wenn ich wirklich ohne nachgucken zu können, ich würde das obere nehmen, so aus dem Bauch heraus. Ja, und ich wäre schon wieder falsch damit, weil die 500 richtig ist. Alles klar, 0% hätte ich hier richtig beantwortet. Aber das hier wäre zumindest mein zweiter Guess gewesen. Ja gut. The cult traces back over 500 years ago to Crossbell Middle Ages. And what makes you say that? We heard it from Joachim himself. He told us that powerful alchemists used to roam this land 500 years ago. According to him, the cult had been making use of their technology ever since. Though, of course, anything about their history prior to that is pretty unclear. I see. To think Joachim Günther would willingly reveal so much. Yes, alchemists once lived in these lands, the very same ones who built Stargazer's Tower. It's amazing to think that their knowledge, which before was merely legend, would be
corroborated in such a sinister way. It's certainly surprising. Yes, and on that note, do you suppose this means that the little girl all of you took in, yeah, is also over 500 years old? Just how much do you know about the incident? My apologies. That remark was Nein! Das habe ich letztes Mal noch nachgeguckt. Wie uncouth. Couth? Couth? Ich habe Couth, glaube ich, gesagt. Das war falsch. Uncouth of me. Ich habe keinen Bock nochmal zu gucken. It was merely a ludicrous notion that I arrived at by combining our respective pools of information. I swear by the goddess that I wouldn't print such a thing, so please, be at ease. Right. And with that, I believe our interview has come to an end. Thank you very much for your cooperation today. This whole experience was very enlightening indeed. Not at all. It was helpful for us as well. Kann man so sagen. I believe it's time for me to be heading to my next appointment. If you'll excuse me then, perhaps we can do this again in the future, should the opportunity arise. Wie kommt er denn zurecht, wenn der blind ist? Wie schafft er das? Also, ich meine, vielleicht kennt er diesen Ort hier schon ganz gut und kann sich deshalb orientieren. Oder er hat halt einen Blindheitsgrad und er kennt aber trotzdem die Umrisse noch oder so. Ich weiß auch nicht. For a blind man, he sure walks with a spring in his step. Gut, dass dir das auch aufgefallen ist, Noel. There's really something about him, isn't there? Yeah, he's full of surprises in more ways than one. But he did give his word about Kia, so let's hope we can trust him. Right. Ich hätte da meine Problemchen, glaube ich. Aber gut. What's up, Ellie? It finally hit me why his name sounded familiar. That man just now was Marcel Nielsen. He's a cross-balance journalist who won the Pulitzer Prize about 10 years ago. Okay, wow, even I've heard of the Pulitzer Prize. Und wir haben davon auf jeden Fall in den anderen Trades-Spielen schon gelesen. Yeah, it's an international award given to the most outstanding journalist each year. That explains how he was so insightful. Wait, if he's from Crossbell, does that mean... Yes, he once worked as a correspondent for the Crossbell News Service. He was awarded the Pulitzer Prize for his coverage of a war, the very same one that robbed him of his vision. Since then, he's continued covering news all over the continent as a freelancer for several publications. Mr. Nielsen is distinguished among even the best journalists. He's that talented. Really now? Who would have guessed we were being interviewed by a celebrity? Marcel, Entschuldigung. We should speak with him again sometime if we get the chance. Ja, aber nicht mehr heute. Wir haben das completed. Yes, gut ihr Lieben, wir sind schon voll über der Zeit. Ich bin bei über einer Stunde Aufnahme für heute. Wir werden uns beim nächsten Mal genau hier wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.